Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Anne Gellinek. Guten Abend. Heute ist Butter bei die Fische-Tag in den deutsch-französischen Beziehungen. Denn nach freundlichen Gesten, feierlichen Reden und dem Friedenspreis für den französischen Präsidenten endete der Staatsbesuch von Emmanuel Macron in Deutschland und ging nahtlos über in die Mühlen der Ebene. Am Nachmittag tagten die beiden Regierungen miteinander und versuchten, gemeinsame Positionen zu finden zum Thema EU-Haushalt, EU-Verteidigung, Nahost und Ukraine. Und voilà, die deutsch-französischen Gegensätze sind immer noch da. Patricia Wiedemeyer berichtet. Sie fliegen gemeinsam in einer Maschine nach Münster. Sie umarmen sich immer wieder, wo immer es geht, so oft es geht. 3 Tage lang demonstrative Einigkeit. Seht her, alles bestens mit den deutsch-französischen Beziehungen. Das ist das Signal, das Präsident Macron und Bundespräsident Steinmeier senden wollen. In Münster heute Morgen, Tag 3 des Staatsbesuchs, erhält der französische Präsident den Westfälischen Friedenspreis. Diesen in Zeiten des Krieges verliehen zu bekommen, erscheine ihm wie ein Paradox, sagt Macron. Frieden wahren durch Aufrüsten. Erneut wirbt er für eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik. Der Schlüssel ist, dass wir unsere Verteidigung gemeinsam, also französisch-deutsch, denken müssen. Wir sind keine Feinde mehr. Das ist die Revolution dieser Zeit. Unterstützt wird er dabei vom Bundespräsidenten und von der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Die vergangenen Jahre haben uns in aller Klarheit vor Augen geführt, dass wir eine eigene europäische Stärke entwickeln müssen in jeder Hinsicht, wenn wir den Frieden auf unserem Kontinent erhalten wollen. In dieser neuen Zeit müssen wir nicht nur Abhängigkeiten verringern, wir müssen vor allem mehr tun für unsere Sicherheit, für unsere Verteidigung. Schöne Worte, die Realität sieht anders aus. Gemeinsame Rüstungsprojekte stocken, zu groß sind die eigenen nationalen Interessen. Beim Thema Ukraine-Hilfe wird gegengerechnet, wer liefert was und wer mehr. Was ist mit dem atomaren Schutzschirm Frankreichs? Lauter ungelöste Fragen. Genau darum geht es unter anderem auch beim deutsch-französischen Ministerrat, zu dem Macron am Nachmittag in Meseberg eintrifft. Das Verhältnis Macron-Scholz deutlich distanzierter, auch wenn die Inszenierung etwas anderes suggerieren soll. Spätestens bei der gemeinsamen Pressekonferenz werden die Unterschiede klar, als Macron eine Karte der Ukraine herausholt und die Orte in Russland zeigt, von denen die russischen Raketen Richtung Ukraine abgeschossen werden. Wir denken, wir sollten ihnen erlauben, die Militärstandorte, von denen die Ukraine beschossen wird, zu neutralisieren. Wir sollten aber nicht erlauben, dass zivile Kapazitäten angegriffen werden oder andere militärische Ziele. Der Kanzler widersprach nicht, obwohl er bisher genau das immer abgelehnt hat. Die Ukraine hat völkerrechtlich alle Möglichkeiten für das, was sie tut. Das muss man ausdrücklich sagen. Sie ist angegriffen und darf sich verteidigen. Wir einigen uns immer und überwinden alle Krisen, versprechen Scholz und Macron am Ende der Pressekonferenz, trotz einiger inhaltlicher und auch sichtbarer Differenzen. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Diana Zimmermann ist in Meseberg und beobachtet das Treffen für uns. Diana, am deutlichsten traten die unterschiedlichen Positionen von Präsident Macron und Scholz ja bei der Frage auf, ob die Ukraine mit westlichen Waffen auch Ziele in Russland angreifen dürfe. Macron hat das mit einem glasklaren Ja beantwortet, Scholz eher nicht, oder? Ja, also diese Einigkeit, die jetzt 3 Tage lang gefeiert wurde, brach an dieser Stelle tatsächlich auf. Man sah einmal mehr, wie ungern der Kanzler über Waffensysteme und überhaupt über Waffenlieferungen spricht, darüber, was in der Ukraine erlaubt sein soll oder nicht. Macron war glasklar auf diese Frage vorbereitet. Er zückte die Karte, wir haben es im Beitrag gesehen, und hat als erster westlicher Regierungschef gesagt, natürlich müsse die Ukraine solche Stellungen auf russischem Boden angreifen dürfen. Der Kanzler reagierte ausweichend und auch abweichend eben zu seiner vorherigen Position. Er sagte aber schon, dass er das auch für richtig halte. Dazu muss man allerdings wissen, dass die Waffen, die Deutschland liefert, maximal um die 80 Kilometer weit reichen, also nicht sehr weit auf russisches Territorium, während die französischen Scalp-Raketen 250 Kilometer weit reichen. Die Entscheidung von Macron also im doppelten Sinne weitreichender ist.
Gegensätzliches gab es ja auch beim Thema europäische Wirtschaft. Macron hat gestern angekündigt, der EU-Haushalt müsse verdoppelt werden. Hat er auch gesagt, wie er das finanzieren will? Nein, weil das weiß er natürlich nicht. Er sprach schon davon, dass das schuldenfinanziert passieren soll. Also er denkt wohl an eine Art EU-Sonderhaushalte, so wie bei der Pandemie, weiß aber natürlich, dass die Deutschen und viele andere Staaten da nicht mitziehen werden. Auch Olaf Scholz weiß natürlich, dass die EU im Wettbewerb mit den USA und China sehr schwach dasteht momentan und dass Investitionen nötig sind. Er will das aber vor allen Dingen aus privater Hand stemmen. Da sind die beiden Positionen auch extrem unterschiedlich und kommen überhaupt nicht zueinander. Trotzdem hat Bundeskanzler Scholz heute auf der Abschlusspressekonferenz gesagt, wir haben es gehört, wir einigen uns immer. Ist da was dran? Sind sich Deutschland und Frankreich wirklich näher gekommen in diesen 3 Tagen Harmoniespiel? Ist das so, dass sie sich näher gekommen sind? Also es waren wirklich 3 bemerkenswerte Tage, Festtage, vor allen Dingen für den französischen Präsidenten. Es waren auch sehr gute Reden, vor allen Dingen von Emmanuel Macron, muss man sagen. Der hat sehr mitreißend gesprochen, vor allen Dingen über Europa. Sehr viel mitreißender, als wir das hier in langer Zeit gehört haben. Vielleicht nicht immer sehr realitätsnah, aber doch mit einer klaren Vision zu Europa. Und dass er 3 Tage lang Deutschland bereist, von Berlin über Dresden bis nach Münster und nach Meseberg, das drückt natürlich aus, für wie wichtig er Deutschland hält in diesen europäischen Kern, den Deutschland und Frankreich schon immer für die EU dargestellt haben und wie wichtig das auch gerade jetzt ist vor der Europawahl. Ob diese beiden Männer, die ja doch sehr unterschiedlich sind, der voller Tatendrang und voller Visionen steckende Macron und der so sehr nüchterne und eher introvertierte Scholz, ob die sich nun wirklich näher gekommen sind. Immerhin zeigen sie sehr viel guten Willen, sich zu einigen. Das ist in der Politik ja schon sehr viel wert. Und Macron hat diese 3 Tage sichtlich genossen. Er wurde gefeiert, er wurde beklatscht, er wurde Cher Emmanuel genannt, überall. Und das alles ist etwas, das ihm zu Hause nicht mehr so häufig passiert. Insofern wird er vielleicht ein warmes Gefühl im Herzen davontragen, wenn er in Zukunft nachts oder auch tags an Deutschland denkt. Die Analyse von Diana Zimmermann aus unserem Hauptstadtstudio jetzt gerade in Meseberg. Herzlichen Dank dorthin und einen schönen Abend. Das Thema der europäischen Verteidigungspolitik stand also auch bei den deutsch-französischen Gesprächen ganz oben auf der Tagesordnung. Das liegt natürlich an der Rückkehr des Krieges nach Europa und damit an dem Gefühl, dass Europa ohne militärische Zusammenarbeit plötzlich nicht mehr denkbar ist. Kein Wunder also, dass das Thema europäische Sicherheit auch beim Europawahlkampf jetzt im Juni ganz oben steht. Wie aber könnte eine europäische Verteidigung aussehen? Welche Konzepte haben die unterschiedlichen politischen Lager dazu? Florian Neuhan hat nachgefragt. 2 Herren prägen diesen Wahlkampf ums Europaparlament. 2, die nicht mal aus der EU kommen. Da ist Wladimir Putin, der russische Kriegsherr, und Donald Trump, der vielleicht nächste US-Präsident. 2, die Europas Sicherheit auf ihre Weise auf die Probe stellen und die damit dieses Thema laut jüngster EU-Umfrage für 41% der deutschen Wählerschaft zur Priorität im Wahlkampf machen, vor allen anderen Top-Themen, sogar der Migration. Und so beginnt die heiße Phase des Wahlkampfes vor ein paar Wochen mit einer vermeintlich kleinen Idee. Braucht Europa einen neuen Posten, einen Kommissar für Verteidigung? Ein Verteidigungskommissar hätte die primäre Aufgabe, sich um die Verteidigungsindustrie zu kümmern und dafür zu sorgen, dass wir eine Verteidigungsindustrie haben, in die mehr investiert wird, in die besser investiert wird. Offen, ob dahinter mehr stünde als nur ein weiteres Eckbüro in diesem Gebäude. Ohnehin ist der Posten aber nur ein Symbol für die viel größere Frage: Muss Europa aufrüsten? Nur Linksaußenparteien im EU-Parlament wehren sich dagegen. Alle anderen, von den Grünen bis zum rechten Rand, wollen Europas militärische Fähigkeiten wie auch immer stärken. Wir sollten angesichts der Bedrohungslage, was Russland betrifft, mit China, Taiwan-Konflikt, das hat alles Effekte auch auf Europa. Und deswegen wäre es gut, wenn wir als selbstständiges und selbstbewusstes Europa uns auch um Verteidigung kümmern könnten. Wir müssen vermeiden, dass wir in einen Aufrüstungswettbewerb, in ein neues Wettrüsten geraten.
und die Mittel, die dafür draufgehen, viel mehr in soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherheit und in die Ausgestaltung unserer öffentlichen Daseinsvorsorge, zum Beispiel das Gesundheitswesen, investieren. Bleibt die drängendste Frage in Sachen Sicherheit: Wie weiter mit der Ukraine? In Belgien werden dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj heute immerhin 30 F-16 Kampfjets versprochen, allerdings bis 2028. Sein Land stärker unterstützen, das wollen im Wahlkampf vor allem Union, Grüne und FDP. Die SPD balanciert auf schmalem Grat, plakatiert sich einerseits als Friedenspartei und rühmt zugleich die geleistete militärische Hilfe. Deutschland tut bei weitem am meisten, 28 Milliarden Euro an schon gelieferten oder zugesagten Mitteln. Wenn man das vergleicht mit allen anderen europäischen Partnern, dann ist das ein Vielfaches. Wohin führt Europas Weg in Fragen der Sicherheit? Auch darüber entscheidet diese Wahl in weniger als 2 Wochen. Und wir machen hier weiter mit Gundula Gause und den Nachrichten und den Reaktionen auf diese Debatte des Moskauer Kriegsherrn. Bei einem Besuch in Usbekistan hat der russische Präsident mit ernsten Konsequenzen gedroht, sollte der Westen grünes Licht für den Einsatz seiner Waffen gegen Ziele in Russland geben. Das sei eine ständige Eskalation. In Taschkent sagte Putin, in Europa, besonders in den kleinen Staaten, sollten sie sich bewusst machen, womit sie da spielen. Als Reaktion auf die westlichen Sanktionen vereinbarte Putin mit der früheren Sowjetrepublik Usbekistan eine Ausweitung der Gaslieferungen. Das georgische Parlament hat das umstrittene Gesetz gegen ausländische Einflussnahme endgültig angenommen und das Veto von Staatspräsidentin Surabischwili überstimmt. Gegen das Gesetz gibt es in Georgien seit Wochen proeuropäische Proteste von Regierungskritikern, so auch heute Abend. Die Demonstranten sehen Parallelen zum russischen Gesetz gegen ausländische Agenten, das den russischen Behörden ermöglicht, massiv gegen regierungskritische Medien und Organisationen vorzugehen. Neuer Regierungschef der Niederlande soll Dick Schoof werden, der frühere Chef des Geheimdienstes und der Antiterrorismusbehörde. Bislang ist der 67-jährige höchste Beamter im Justizministerium und soll nun der neuen rechtsgerichteten Regierungskoalition vorstehen. Stärkste Kraft da die nationalistische Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders, der auf das Amt verzichten musste, um die Koalition zu schmieden. Klares Regierungsvorhaben ist eine deutliche Verschärfung der Asylpolitik. In Deutschland sind im vergangenen Jahr so viele Menschen eingebürgert worden wie noch nie seit Beginn der Erfassung im Jahr 2000. Rund 200.100 Menschen aus anderen Ländern erhielten den deutschen Pass. 19% mehr als im Vorjahr, so das Statistische Bundesamt. Derzeit haben fast 30% der Menschen in Deutschland einen Migrationshintergrund. Die neu Eingebürgerten stammen etwa aus der Türkei, aus Irak, Rumänien, Afghanistan und die meisten, mehr als ein Drittel, aus Syrien. Und um die Folgen des Bürgerkrieges in Syrien abzumildern, stellt die internationale Gemeinschaft weitere 7,5 Milliarden Euro zur Verfügung, ein Drittel davon als Kredite. Ergebnis der Syrien-Geberkonferenz in Brüssel. Mehr als 1 Milliarde Euro kommt aus Deutschland. In Syrien leben 13 Jahre nach Beginn des Bürgerkrieges Millionen Menschen unter humanitär katastrophalen Umständen. Hunger, politische Instabilität und andauernde Gewalt, vor allem im Nordosten Syriens, verhindern ein Leben in Sicherheit. Was ist eigentlich ein Staat? Ein Staat, so sehen es die meisten Rechtsexperten, braucht ein Volk, ein Gebiet und eine Staatsgewalt, also eine Regierung. Ein Volk sind die Palästinenser, ein Gebiet haben sie auch, aufgeteilt auf den Gazastreifen und das Westjordanland. Bei der Regierung aber wird es schwierig, denn die palästinensische Autonomiebehörde hat nur in Teilen des Westjordanlands das Sagen und in Gaza herrscht komplett die Hamas. Trotzdem haben Spanien, Norwegen und Irland heute Palästina als Staat anerkannt, so wie rund 140 Länder der Welt bislang. Ist das mehr als Symbolik? Luc Walpott mit Reaktionen aus dem Westjordanland.
Die Flaggen Spaniens, Irlands und Norwegens am Rathaus in Ramallah. Sichtbarstes Zeichen heute der diplomatischen Aufwertung, die Anerkennung als Staat. Auch wenn angesichts israelischer Besatzungspolitik und des blutigen Kriegs in Gaza keine Euphorie bei den Menschen aufkommt. Große Wirkung wird das nicht entfalten. So viel politisches Gewicht haben diese drei Länder nicht. Entscheidend ist immer noch Amerikas Position. Es ist eine gute Sache. Es gibt so viele arabische Länder, die nichts tun für uns Palästinenser. Wir sollten als Araber bei uns selbst anfangen. Die Zwei-Staaten-Lösung ist ein alter Hut. Das ist doch praktisch tot. Israel will das nicht. Und sie sind die Besatzer. Ortstermin an der Arabisch-Amerikanischen Universität Palästinas. Kaderschmiede für den akademischen Nachwuchs. Auch hier haben sie keine Illusionen über die immensen Hürden auf dem Weg zum eigenen Staat. Die Konfliktforscherin Dalal Erikat, Tochter des verstorbenen Chefunterhändlers Saeb Erikat, sieht trotzdem Chancen. Israels rechtsextreme Regierung habe international ihre Glaubwürdigkeit verloren, sagt sie. Alle Staaten sollten jetzt klar beantworten, wo Israels Grenzen verlaufen und Palästina als Staat anerkennen. Das würde die militärische Besatzung praktisch beenden. So einfach wird es nicht werden. Ein Hindernis sitzt in Ramallah selbst. Die überalterte und als korrupt geltende Autonomiebehörde, seit 2006 im Amt. Wahlen gab es seither nicht mehr. Sie zeigte sich heute erfreut. Wir hoffen, dass andere europäische Staaten diesem Beispiel folgen, denn das ist der einzige Weg, um Frieden und Stabilität in der Welt zu schaffen. Von Frieden sind die Menschen in Gaza weit entfernt. Auch heute wurde heftig gekämpft. Israels Armee veröffentlichte diese Bilder aus Nordgaza. Augenzeugen berichteten auch, die Truppen seien in Rafah im Süden weiter ins Ortszentrum vorgerückt. Widersprüchliche Berichte gibt es über neue Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte mit angeblich mehr als 20 Toten. Sicher ist nur, dass Tausende weiter verzweifelt auf der Suche nach einem Platz sind, der noch Schutz bietet. Alles an Donald Trump ist bizarr. Seine Karriere als Immobilienmakler, seine Zeit als irrlichternder US-Präsident und jetzt seine Auftritte in New York als Angeklagter im Schweigegeldprozess. Niemand bestreitet, dass Trump der Pornodarstellerin Stormy Daniels $130.000 gezahlt hat, damit sie die Klappe hält über eine mutmaßliche Sexaffäre mit ihm. Die Zahlung selbst ist auch nicht illegal. Vorgeworfen wird Trump lediglich die Fälschung von Geschäftsunterlagen, die allerdings in 34 Fällen. Heute begannen die Schlussplädoyers in New York. Und damit kommt die Frage zurück, was dieser Prozess bedeuten kann für den nächsten Abschnitt in Trumps bizarrem Leben. Claudia Bates berichtet. Er hier ist Teil der Clownshow, die wir heute hier draußen haben. Wo Donald Trump ist, da ist was los. Ein paar Unterstützer sind gekommen, um dem von ihnen zutiefst Verehrten ihre treue Ergebenheit zu zeigen. Der Angeklagte inszeniert sich als Opfer. Sie jagen Joe Bidens wichtigsten politischen Gegner, weil er selbst das nicht kann. Deswegen helfen sie ihm und der Richter ist korrupt. Der letzte Verhandlungstag. Verteidigung und Anklage richten in den Schlussplädoyers die letzten Worte an die Menschen, die über ihn urteilen werden, die 12 Geschworenen. Mehr als 20 Zeuginnen und Zeugen wurden angehört. Die Pornodarstellerin Stormy Daniels beschrieb intime Details über ihre angebliche Affäre mit Trump. Der wichtigste Zeuge aber war Michael Cohen, Trumps früherer Anwalt und sein Mann fürs Grobe. Er habe Stormy Daniels die $130.000 Schweigegeld gezahlt. Trump zahlte das Geld zurück, deklariert aber als Anwaltskosten, um unvorteilhafte Informationen vor den Wählern zu verbergen, so die Anklage. Trumps Anwalt stellt im Schlussplädoyer den bekannten Lügner Cohen als unglaubwürdig dar. Trump sei unschuldig. Der nutzt jeden Verhandlungstag zum Wahlkampf mit langen Reden. Der Prozess ist eine Schande. Bei mir hatten wir praktisch keine Inflation. Joe Biden kann keinen Golfball 100 Meter weit schlagen. Wenn wir die Nation nicht gewinnen, ist die Nation am Ende.
Das Gegenteil sei der Fall, hielt heute ein prominenter Unterstützer von Joe Biden dagegen, Hollywood-Legende Robert De Niro. Wir haben die Lehren der Geschichte vergessen, die Clowns hervorgebracht hat, die niemand ernst genommen hat, bis sie böse Diktatoren wurden. Die Geschworenen beginnen morgen mit ihren Beratungen. Ein klarer Schuldspruch, das belegen Umfragen, könnte Donald Trump 3–5% an Stimmen kosten. Besonders bei gemäßigten Wählern, die sich keinen verurteilten Verbrecher als Präsidenten vorstellen können. Wird er nicht schuldig gesprochen oder kann sich die Jury nicht einigen, kann er weiter behaupten, dass die politischen Gegner ihn fertig machen wollen. Das Urteil wird noch diese Woche erwartet. Und hier geht es noch mal weiter mit Nachrichten von Gundula und dem nächsten Kapitel der Karstadt-Kaufhof-Saga. Ja, es ist das 3. Insolvenzverfahren, das der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof durchzustehen hat. Die Gläubigerversammlung in Essen billigte den neuen Sanierungsplan Valerie Haller, der bei allen Herausforderungen eine gute Nachricht beinhaltet. Genau, dass der Insolvenzplan angenommen wurde, war im Prinzip schon die letzte große Hürde. Damit ist der Weg für die Sanierung frei und die neuen Eigentümer können die Warenhauskette übernehmen. In den Händen des deutschen Unternehmers Beetz und des US-Amerikaners Bakers liegt nun die Zukunft von Galeria. Der Insolvenzplan bedeutet auch harte Einschnitte bei den Beschäftigten. Etwa 1400 werden ihren Job verlieren. 16 Warenhäuser müssen schließen. Die neuen Eigner wollen investieren, doch Handelsexperten sind skeptisch, dass die Rettung gelingt. Das klassische Kaufhausgeschäft ist seit Jahren in der Krise. Ein Erfolgsrezept fehlt bislang. Und das heißt auch, dass die Gläubiger wieder auf einen Großteil ihrer Forderungen verzichten müssen. Das stimmt, es sind inzwischen Milliarden, die Gläubiger im Zuge der Galeria-Insolvenzen verloren haben. Auch dieses Mal können Lieferanten und Vermieter höchstens mit einem Bruchteil rechnen. Bittere Pille für die Gläubiger. Fast 900 Millionen Euro Forderungen hatten sie angemeldet. Doch sie werden erhebliche Abstriche machen müssen. Voraussichtlich fließen nur rund 2,5% an sie zurück. Auch Steuergelder sind in die Rettung von Galeria Karstadt Kaufhof geflossen. Fast 700 Millionen Euro. Ein Großteil dieser Ansprüche jedoch ist schon im vergangenen Insolvenzverfahren entfallen. Vielen Dank, Valerie, für alle Details. Guten Abend. Zum Sport. Tennisspielerin Angelique Kerber ist bei den French Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die ehemalige Weltranglisten-Erste musste sich der Niederländerin Rüss geschlagen geben. Als einzige Deutsche ist dagegen Tamara Korpatsch aus Hamburg weiter. Sie gewann gegen die Amerikanerin Kruger. Und bei den Herren steht auch Jan-Lennart Struff in Runde 2 mit einem Sieg gegen den Argentinier Burruchaga. Die Fußballnationalmannschaft bereitet sich im thüringischen Blankenhain weiter auf die anstehende Heim-EM vor. Nach dem Trainingsstart gestern vor 15.000 Zuschauern stand heute eine Einheit im kleineren Kreis an, unter den nur 13 Feldspielern auch Thomas Müller. Der schmerzhafte Schlag gestern auf ein Knie ist vergessen. Bis Freitag trainiert das Team von Bundestrainer Nagelsmann in Thüringen. Dann geht es für den DFB-Tross weiter nach Herzogenaurach. Es klingt wie ein Wunschtraum von Weltverbesserern. Ein Treibstoff, hergestellt aus Speiseabfall, Frittenfett und Klärschlamm. Tatsächlich gibt es ihn ab morgen an Ihrer Tankstelle. Gut, längst nicht an jeder, aber HVO 100 ist ab 0 Uhr zum Verkauf zugelassen. Der synthetische Dieselkraftstoff stößt weniger Feinstaub und Stickoxid aus und könnte eine klimafreundliche Alternative werden, ohne dass Dieselfahrzeuge teuer umgerüstet werden müssen. Die Sache hat natürlich einen Haken. Noch ist der Sprit ziemlich teuer. Lothar Becker hat schon mal getankt. Ein neues Preisschild prangt an einigen Tankstellen im Land. HVO 100 Diesel. Ein Recyclingkraftstoff, synthetisch hergestellt. Als Ausgangsstoff dienen Lebensmittelreste, Klärschlämme und andere biogene Reststoffe. Die werden zunächst gereinigt und dann durch Zugabe von Wasserstoff hydriert. Durch weitere chemische Prozesse entstehen im Vergleich zu Diesel und Kerosin nahezu CO2-neutrale Recyclingkraftstoffe für den Flugverkehr, Pkw, Lkw und die Schifffahrt. Der größte Hersteller, die finnische Firma Neste, nutzt nach eigenen Angaben nur nachhaltig produzierte Rohstoffe.
mit Zertifikat, um Missbrauch bei der Herkunft der Rohstoffe, zum Beispiel durch umdeklariertes Palmöl, auszuschließen. Wir nehmen im Prinzip erneuerbare Rohstoffe, Abfall- und Reststoffe, die auch nicht in Konkurrenz mit der Futtermittel- oder Nahrungsmittelindustrie stehen. Und wir zertifizieren über den Entstehungsprozess der Rohstoffe bis hin zum fertigen Produkt ganz, ganz detailliert, was mit unseren Molekülen passiert, um auch wirklich sicher zu sein, dass das, was wir an Nachhaltigkeit einkaufen, auch bei unserem Kunden ankommt. Beim Motorenhersteller Deutz wurde der synthetische Kraftstoff bereits getestet. HVO schont demnach Motoren, weil es anders als fossiler Diesel keine Schwebstoffe und andere Verunreinigungen enthält, die unter anderem stinken und rußen. Wir haben aber beobachtet, dass durch die Reinheit im Motor sich deutlich weniger Ablagerungen bilden und dadurch dann beispielsweise die Abgasnachbehandlung oder alle Systeme im Abgassystem weniger verkrucken. Und das führt eben zu einer deutlich längeren Lebensdauer. Mit HVO-Betrieben stoßen Dieselfahrzeuge signifikant weniger Feinstaub und deutlich weniger Stickoxide aus. Dass synthetischer Diesel sauberer ist, kann man sogar sehen. Links im Bild das glasklare HVO 100 und rechts fossiler Diesel. Ein Fahrzeug kann mit HVO betankt werden, wenn es für XTL-Kraftstoffe freigegeben ist. Eine Übersicht liefern verschiedene Listen im Internet. Die meisten Neufahrzeuge, aber auch ältere Diesel sind XTL-tauglich. In Italien und den Benelux-Staaten sowie Skandinavien und auch Österreich wird der Kraftstoff bereits verbreitet angeboten. Deutschland dürfte nachziehen, weil Dieselfahrer Interesse zeigen, trotz 10 bis 30 Cent Mehrkosten pro Liter, schätzt der Bundesverband Freier Tankstellen. Die Botschaft ist angekommen, dass sie ihren heutigen Verbrenner klimaneutraler fahren können. Und ich gehe davon aus, dass wir weiterhin steigende Absatzzahlen haben werden. Im Vergleich zur Menge fossilen Diesels ist in Deutschland noch relativ wenig HVO 100 verfügbar, bislang unter 5%. Die Hersteller wollen aber ihre Produktionskapazitäten ausbauen. Und hier folgt jetzt eine packende Reportage aus der Reihe 37 Grad über 2 junge Journalisten, die trotz der Gefahr immer wieder aus dem ukrainischen Kriegsgebiet berichten. Und um 0:30 Uhr meldet sich Christopher Wehrmann mit unserem Heute-Journal-Update. Morgen an dieser Stelle hier Christian Sievers. Haben Sie einen schönen Abend. Tschüss und bis morgen. Guten Abend. Die ESA will ihre bislang größte Erderforschungsmission starten. Mit dem Satelliten EarthCare. Der hat 4 Hightech-Instrumente und wird die verschiedenen Schichten der Atmosphäre scannen. Das Ziel? Mehr Wissen über Wolken und die winzigen Aerosole, an die sich die Wolkentröpfchen anlagern. Denn einerseits wirken Wolken kühlend auf die Erde. Sie reflektieren Sonnenstrahlen zurück ins All. Andererseits wirken sie wärmend. Sie halten die Erdwärmestrahlung in der Atmosphäre. Besseres Wissen darüber bedeutet noch präzisere Klima- und Wettervorhersagen. Ja, und die aktuellen Wettervorhersagen lassen für heute Nacht von Westen an einer Kaltfront neuen Regen aufziehen. Besonders stark regnet es in der Nacht zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Im Osten ist es dagegen sternenklar. Wo es aufklart, liegen die Temperaturen morgen früh bei kühleren 6 bis 10 Grad. Unter den Regenwolken sind es 10 bis 14 Grad. Und genau diese Regenwolken kommen morgen Vormittag dann bis zur Elbe voran. Im Süden hängen sie etwas zurück. Und deswegen ist es von Niederbayern über die Lausitz bis nach Rügen freundlich. Nachmittags zieht es aber auch hier zu. Und vor allem im Nordwesten gibt es zunehmend Gewitter mit Starkregenpotenzial. Die Höchstwerte dazu liegen zwischen 17 Grad im Regen hinter der Kaltfront und 24 Grad mit etwas Sonne davor. Auch in den nächsten Tagen ist noch kein Ende der Schauer und Gewitter in Sicht. Und am Wochenende kommt von Süden her sogar Dauerregen. Tschüss.